In einem Königreich, das von majestätischen Bergen und glänzenden Seen umgeben war, lebte eine junge Prinzessin namens Elara. Sie war nicht nur für ihre Schönheit bekannt, sondern auch für ihre Klugheit und ihr mitfühlendes Herz. Jedoch war im Königreich ein großes Problem: die Fruchtbarkeit des Landes ließ nach, und die Ernten wurden jedes Jahr schlechter. Eine Lösung muss gefunden werden, dachte Elara. Eines Tages erzählte ihr eine alte Magierin von einem mystischen Baum, dem Baum der Ewigkeit, dessen Früchte die Kraft besaßen, das Land wieder fruchtbar zu machen. Doch der Baum stand tief in einem verzauberten Wald, und viele Gefahren lauerten auf dem Weg dorthin. Mit dem Segen ihres Vaters, des Königs, machte sich Elara auf den Weg. Sie ritt auf ihrem treuen Pferd Sirius und hatte einen Beutel voller magischer Elixiere bei sich. Ihre erste Herausforderung war die Überquerung des Flusses der Vergessenheit, dessen Wasser das Gedächtnis raubte. »Ich bin Prinzessin Elara und ich bin auf der Suche nach dem Baum der Ewigkeit«, sagte sie zu den Wassernymphen, die den Fluss bewachten. »Viele haben versucht, den Fluss zu überqueren und haben sich selbst verloren«, warnten die Nymphen. »Bist du sicher, dass du es riskieren willst?« Elara zögerte nicht und trank einen Schluck aus einem Elixier der Erinnerung. Sie überquerte den Fluss sicher und setzte ihre Reise fort. Ihre nächste Herausforderung war die Höhle der Illusionen, in der jeder Besucher seine schlimmsten Ängste sehen würde. Mit einem Zauber der Klarheit durchbrach sie die Illusionen und fand den Ausgang. Schließlich erreichte sie den verzauberten Wald, in dem der Baum der Ewigkeit wuchs. Aber ein riesiger, furchterregender Greif bewachte ihn. »Niemand darf den Baum der Ewigkeit berühren«, knurrte der Greif. Elara hatte jedoch eines im Ärmel. Sie nahm eine goldene Feder aus ihrem Beutel, die die Gabe der Kommunikation verlieh. »Ich komme in Frieden und in der Hoffnung, mein Königreich zu retten«, sagte sie. Der Greif war beeindruckt von ihrer Mut und Weisheit und ließ sie passieren. Elara pflückte eine Frucht vom Baum der Ewigkeit und machte sich auf den Rückweg. Als sie ins Königreich zurückkehrte, wurde die Frucht auf den Feldern verteilt, und das Land wurde wieder fruchtbar. Elara wurde als Heldin gefeiert, aber sie wusste, dass ihre Reise ihr mehr als nur Ruhm gebracht hatte. Sie hatte den Wert von Mut, Weisheit und Selbstvertrauen gelernt, und diese Lektionen würden sie für den Rest ihres Lebens begleiten.